Herzlich willkommen zur ersten Folge Analysis für Ingenieure. Diese Videoreihe richtet sich vor allem an Studierende der ingenieurwissenschaftlichen Fakultäten an Universitäten und Fachhochschulen. Ich werde in gewissen Zeitabständen eine ganze Reihe von Videos hochladen, die die Analysis, die lineare Algebra und das Gebiet der Differentialgleichung abdecken und hoffe damit, dass sie zu einem erfolgreichen Studium beitragen werden. In dieser ersten Folge geht es um die Grundzüge der Mengenlehre, insbesondere um den Mengenbegriff und was ist ein Element einer Menge. In der Mathematik ist es oft von Vorteil, bestimmte Dinge oder Objekte zu einem Ganzen zusammenzufassen. Betrachten Sie zum Beispiel unser Alphabet, das ja bekanntlich aus 26 Buchstaben besteht. Aus diesem Alphabet picken wir uns mal die Vokale heraus, das sind die Buchstaben A, E, I, O und U. Diese 5 Vokale bezeichnen wir jetzt als Objekte. Und diese Objekte möchten wir zu einem Ganzen zusammenfassen, und das können wir uns beispielsweise vorstellen, indem wir ein Gefäß malen und diese 5 Vokale in dieses Gefäß hineinwerfen. Das deute ich jetzt mal so an. Wir schmeißen also sozusagen diese 5 Buchstaben A, E, I, O und U hier hinein und sagen dann, wir haben diese Objekte zu einem Ganzen zusammengefasst. Als weiteres Beispiel betrachten wir mal die Lösung der Gleichung x² ist gleich 16. Die Lösungen sind ja bekanntlich, x1 ist -4 und x2 wäre 4. Die Objekte sind hier die Lösung dieser Gleichung, also die beiden Zahlen -4 und +4. Auch diese möchten wir zu einem Ganzen zusammenfassen und werfen sie wieder in unser Gefäß hinein und sagen dann, das ist das Ganze, also -4 und 4. Als drittes Beispiel betrachten wir zum Beispiel einen ganz normalen Spielwürfel, der die Augenzahlen 1, 2, 3, 4, 5 und 6 liefern könnte. Die Objekte sind in unserem Fall jetzt hier diese Augenzahlen, diese 6. Auch diese möchten wir zu einem Ganzen zusammenfassen und werfen auch diese wieder in ein Gefäß hinein und sagen dann, wir haben sie zu einem Ganzen zusammengefasst. Also 1, 2, 3, 4, 5 und 6. Aus dieser Darstellung geht eigentlich noch gar nicht hervor, was eine Menge ist, aber so plausibel ist das schon. Wir haben also unsere Objekte, werfen sie in einen Behälter hinein und haben die dann sozusagen als Ganzes zusammengefasst. Was genau eine Menge ist, hat der deutsche Mathematiker Georg Cantor, der von 1845 bis 1918 lebte und Mitbegründer der Mengenlehre war, in einer Definition gegeben. Und diese Definition möchte ich Ihnen gerne einmal aufschreiben, weil sie für die weitere Betrachtung wichtig ist. So, nach Cantor ist eine Menge eine Zusammenfassung von bestimmten unterscheidbaren, und das ist ganz wichtig, unterscheidbaren Objekten unserer Anschauung und unseres Denkens zu einem Ganzen. Die Objekte heißen Elemente der Menge. Aus dieser Definition ergeben sich gleich 2 wichtige Eigenschaften. Und zwar müssen die Elemente unterscheidbar sein. Was heißt das genau genommen? Betrachten wir mal unser Beispiel des Würfels. Dort haben wir die Augenzahlen 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wenn wir die zu einem Ganzen zusammenfassen, dürfen wir diese Elemente nie doppelt oder dreifach oder vierfach aufzählen, sondern immer nur einmal.
Also ein Element oder ein Objekt darf in einer Menge nie mehrmals aufgeführt werden. Eine zweite Eigenschaft ist die, dass die Reihenfolge der Elemente keine Rolle spielt. Im Beispiel des Würfels, dort habe ich die Zahlen in diesen Behälter sortiert hineingeschrieben, 1, 2, 3, 4, 5 und 6. Wir können sie gerne aber auch unsortiert hineinschreiben. Das ist vollkommen egal. Eine Menge ist dann bekannt, wenn ihre Elemente bekannt sind. Das heißt, es muss irgendwie eine Vorschrift existieren, woraus hervorgeht, ob ein Element zu einer Menge gehört oder auch nicht. Und für diese Vorschrift gibt es zwei Möglichkeiten. Die erste Möglichkeit wäre die sogenannte aufzählende Form. Die aufzählende Form. Und dort machen wir also Folgendes. Wir listen die Elemente, die zu dieser Menge gehören, in geschweiften Klammern auf. Das mache ich jetzt mal am Beispiel des Würfels, der die Augenzahlen 1, 2, 3, 4, 5, 6 hat. Wir schreiben also die Objekte oder Elemente in geschweiften Klammern. Und wir kürzen jetzt diese Klammer ab durch einen geeigneten Buchstaben, den ich hier als A wähle. A ist naheliegend, da es sich um Augenzahlen handelt, und schreibe jetzt ist gleich mit so einem Doppelpunkt. Und dieses Zeichen, Doppelpunkt und ist gleich, ist eine Abkürzung. Die Mathematiker sind ja schreibfaul und versuchen für alles Mögliche eine Abkürzung zu erfinden. Dieser Doppelpunkt mit dem Gleicherzeichen steht für die drei Wörter ist definiert als. Wenn Sie also irgendwo diesen Doppelpunkt mit dem Gleicherzeichen lesen, heißt das immer in der Mathematik ist definiert als. So, da aus der Definition ja nicht hervorgeht, wie die Elemente angeordnet werden müssen in einer Menge, könnte ich auch diese Menge der Augenzahlen auch umsortieren. Die Mengen werden dann identisch. Ich könnte auch zum Beispiel schreiben 6, 1, 4, 5, 2, 3. Beide Mengen wären identisch. Sie enthalten ja dieselben Elemente, bloß in einer verschiedenen Reihenfolge. Die aufzählende Form macht Sinn, wenn Sie Mengen haben mit nicht allzu vielen Elementen. Denn wenn Sie zu viele Elemente haben, wird die ganze Sache ziemlich unübersichtlich. Beispielsweise, wenn Sie die ersten 100 Zahlen aufschreiben wollen und schreiben die in eine Menge, vielleicht noch in einer unsortierten Reihenfolge, dann ist das vollkommen unübersichtlich für einen Leser. Deswegen gibt es noch eine zweite Schreibweise, die dann angebracht ist, wenn Sie viele Elemente in einer Menge haben. Das ist die sogenannte beschreibende Form. Die beschreibende Form. Am Beispiel des Würfels möchte ich das auch mal aufschreiben, wie das hier aussehen würde. Wir schreiben wieder eine geschweifte Klammer auf und eine geschweifte Klammer zu und schreiben jetzt hier ein X hinein und dann einen senkrechten Strich und geben hier hinten an, ich muss die zweite Klammer nochmal wegnehmen, und geben hier hinten die Eigenschaften dieser X an. Und schreibe einfach hin, X ist eine Augenzahl des Würfels. Also A ist definiert als, und dann haben wir wieder ein neues Zeichen, wie Sie sehen, diesen senkrechten Strich. Auch der steht natürlich wieder für eine Abkürzung. Und diese Abkürzung heißt, für die gilt. Also dieser senkrechte Strich heißt für die gilt. Für die gilt. Die Mathematiker sind ja wie gesagt schreibfaul. So wie liest man nun diese beiden Formen? Die aufzählende Form wird folgendermaßen gelesen. Die Menge A ist definiert als die Zusammenstellung aller Zahlen 1, 2, 3, 4, 5 und 6. In der beschreibenden Form lesen wir das so, die Menge A ist definiert als die Menge aller x. Für die gilt, x ist eine Augenzahl des Würfels. Es gibt nun also zwei Möglichkeiten, eine Menge darzustellen, entweder in der aufzählenden Form oder in der beschreibenden Form. Als Beispiel betrachten wir nochmal die Lösungen der Gleichung x²
ist gleich 16. Die Lösungen waren ja minus 4 und einmal plus 4. In der aufzählenden Form würden wir jetzt schreiben, in geschweiften Klammern minus 4 und 4. Es ist üblich, die Zahlen also nicht unsortiert zu schreiben, sondern der Größe nach. Als Buchstaben wähle ich hier passenderweise den Buchstaben L für Lösungsmenge. Das wäre die Darstellung in der aufzählenden Form. In der beschreibenden Form sieht die Sache so aus: L ist definiert als die Menge aller x, für die gilt x² gleich 16. Der Nachteil in der beschreibenden Form ist jetzt, dass Sie die Lösung natürlich erstmal ausrechnen müssen, um an die Elemente zu kommen. In der aufzählenden Form sehen Sie sofort, was die Elemente sind. Was heißt nun, ein Objekt ist ein Element der Menge? Wenn ein Objekt in der Menge enthalten ist, sagen wir, das Objekt ist ein Element dieser Menge und schreiben dafür Folgendes: x ist ein Element der Menge a. Kurz schreiben wir dafür x und dann benutzen wir ein Zeichen, das ähnlich aussieht wie das griechische Epsilon. Und dieses Zeichen hier ist die Abkürzung für ist Element von. Genauso, wenn x kein Element, also kein Element der Menge a ist, schreiben wir dies so: x, wieder dieses Epsilon-ähnliche Zeichen, aber ein Strich dort hindurch. Dieses Zeichen steht für ist kein Element von. So, betrachten wir jetzt mal ein Beispiel. Und zwar denke ich mir jetzt einfach mal wahllos 3 verschiedene Mengen aus. Die Menge a soll beispielsweise mal sein die Menge aller Zahlen 1, 3, 5 und 7. Die Menge b soll sein die Menge aller x, für die gilt 2x minus 4 gleich 0. In der beschreibenden Form habe ich die mal angegeben. Und die Menge c soll sein die Menge aller Zahlen 1, 2, 3, 4, 5, 6, ja, und dann würde 7 kommen und so weiter. Das deute ich jetzt mal so an. Sie sehen also, was ich hier tue. Ich habe offensichtlich in der Menge C unendlich viele Elemente und gebe sie trotzdem in der aufzählenden Form an. Das ist jetzt hier möglich, weil eindeutig hervorgeht, wie die nächsten Elemente lauten würden. Nämlich nach 6 kommt natürlich 7. Das sieht man aus der Bildungsvorschrift der vorangehenden Zahlen. Nun ist es so, die Zahl 2 ist offensichtlich kein Element der Menge a, weil die 2 nicht in diesen geschweiften Klammern drin steht. Die Zahl 2 ist aber ein Element der Menge b, weil gerade 2 die Lösung der Gleichung 2x minus 4 gleich 0 ist. Die Zahl 2 steht ebenfalls auch in der Menge c, weil sie in der geschweiften Klammer drin steht. Wie sieht es mit der Zahl 0 aus? Die Zahl 0 ist offensichtlich kein Element der Menge a, auch kein Element der Menge b und auch kein Element der Menge c. Die Zahl 10 ist kein Element der Menge a, ist kein Element der Menge b und auch aber ein Element der Menge c, weil die Zahl 10 steht ja in der Menge c drin. Diese geschweiften Klammern, die ich hier eingeführt habe, haben jetzt die Bedeutung, wenn man so will, von diesen Gefäßen, die ich hier oben anfangs gemalt habe. Das, was wir in diese Gefäße hineingeworfen haben, steht jetzt sozusagen in diesen geschweiften Klammern drin. Sie sehen an diesem Beispiel, dass es Mengen gibt, die mehr oder weniger viele Elemente haben. Die Menge a beispielsweise in diesem Beispiel hat 4 Elemente, die Menge b hat nur ein Element und die Menge c, die hat offensichtlich unendlich viele Elemente. Und nun wird festgelegt, die Anzahl der Elemente, die eine Menge hat, bezeichnen wir in der Mathematik als Mächtigkeit oder Kardinalzahl. Also ich schreibe das mal auf: Mächtigkeit oder Kardinalzahl.
einer Menge A ist die Anzahl der Elemente in der Menge A. Wir schreiben dafür als Abkürzung für die Mächtigkeit bzw. Kardinalzahl dieses Doppelkreuz oder wie man es auch sagt, Raute. A, in unserem Beispiel die Menge A hätte 4 Elemente, also schreiben wir, die Mächtigkeit der Menge A ist 4. Manchmal finden Sie in der Literatur auch folgende Schreibweise: 2 senkrechte Striche und dort den Buchstaben der Menge eingetragen. Hat die gleiche Bedeutung und heißt auch Mächtigkeit. Ich benutze hier allerdings immer dieses Rautenzeichen. Die Menge B, die Menge B hat welche Mächtigkeit? Es ist nur ein Element drin enthalten, also ist die Mächtigkeit 1. Die Menge C hat offensichtlich unendlich viele Elemente. Die Mächtigkeit der Menge C wäre unendlich. Wir müssen nun also unterscheiden, es gibt also endliche Mengen und unendliche Mengen. Endliche Mengen ist eine Menge, die endlich viele Elemente enthält, wie die Menge A und B hier im Beispiel. Und eine unendliche Menge ist eine Menge, die unendlich viele Elemente enthält, wie beispielsweise die Menge C hier. Wir betrachten noch ein letztes Beispiel, und zwar sei mal U. U sei die Menge aller ungeraden Zahlen, die durch die Zahl 2 ohne Rest, also ohne Rest, teilbar sind. Die Menge aller ungeraden Zahlen, die durch die Zahl 2 ohne Rest teilbar sind. Wenn Sie zum Beispiel eine gerade Zahl nehmen, wie beispielsweise die Zahl 4, und teilen sie durch 2, geht das genau auf. 4 durch 2 ist 2, es entsteht kein Rest. Nehmen Sie eine ungerade Zahl, wie beispielsweise 5, teilen 5 durch 2. Was kommt da raus? 2 mit dem Rest 0,5. Offensichtlich ist es so, jede ungerade Zahl, die Sie durch 2 teilen, gibt immer einen Rest. Das heißt, diese Menge, die Menge der ungeraden Zahlen, die sich durch die Zahl 2 ohne Rest teilen lässt, ist offensichtlich eine Menge, die kein Element enthält. Und das schreiben wir so: geschweifte Klammer auf und geschweifte Klammer zu, und tragen hier in den geschweiften Klammern nichts ein. Dieses bezeichnen wir in der Mathematik als leere Menge. Eine andere Schreibweise für die leere Menge, die vor allen Dingen in der Informatik benutzt wird, ist die 0 und durchgestrichen. Auch dieses Symbol heißt leere Menge, eine Menge, die kein Element enthält. Und es wird nun festgelegt, dass auch die leere Menge, obwohl sie kein Element enthält, auch zu den endlichen Mengen gehören. So, das soll es gewesen sein für die erste Folge. Eine Fülle an Übungsaufgaben mit ausführlichen Lösungen und eine detaillierte, ausführliche Darstellung des in diesem Video behandelten Stoffs finden Sie in dem zu diesem Video erhältlichen Lehr- und Übungsbuch.